Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. In diesem Jahr haben wir unsere Löwenanlage neu gestaltet zu unserem 270-jährigen Jubiläum hier im Tiergarten Schönbrunn. Der Tiergarten Schönbrunn ist ja ein UNESCO-Weltkulturerbe und der älteste Zoo der Welt. Und wir stehen hier in dem historischen Teil des Tiergartens. Das heißt, die Gehegegrenzen dieses Löwengeheges sind vorgegeben durch den Denkmalschutz. Und wir haben eben jetzt die Innenanlage neu gestaltet nach neuesten Gesichtspunkten und für die Löwen eben hier eine attraktivere Anlage geschaffen und für den Besucher eben eigentlich ein Lebensraumausschnitt aus dem natürlichen Lebensraum der Löwen geschaffen. Wir haben hier eben weitestgehend mit Kunstfelsen gearbeitet. Der große Vorteil an Kunstfelsen ist, dass wir letzten Endes dadurch die Gestaltung vorgeben können. Wir haben dazu zunächst einmal ein Modell gebaut und wichtig war es uns einmal für Raubtiere, die eben gerne ihr Revier überblicken, hier eben hohe Aussichtsplattformen zu schaffen, die attraktiv sind und die auch in europäischen Witterungsbedingungen, also bei schlechterem Wetter, auch attraktiv sind für die Tiere. Das heißt, mit den Aussichtsplattformen sind eben auch an den hohen Punkten, wie jetzt hinter mir, zum Beispiel Heizplatten verbunden, die eben den Tieren zur kälteren Jahreszeit eben auch angenehme Plätze bereiten. Denn auch ein Löwe hat es gerne warm von unten. Und zusätzlich haben wir eben unterhalb der Felsen auch entsprechende Schutzbereiche geschaffen, wo die Besucher eben auch die Tiere beobachten können, aber eben die Tiere auch gegenüber Regen und Wind und so weiter entsprechenden Schutz im Gehege finden. Gleichzeitig bilden die unterschiedlichen Felsformationen auch die notwendigen Rundläufe, dass die Tiere sich aus dem Weg gehen können, sowie eben große Abwechslungsmöglichkeiten, sich in dem Gehege zurechtzufinden. Im Grunde genommen kann man eben mit diesem Gehege auch Zoogeschichte erzählen. Wir stehen jetzt knapp 100 Meter entfernt von unserem Kaiserpavillon und der Kaiserpavillon ist eben von Kaiser Franz Stephan damals gebaut worden im Zentrum seiner lebenden zoologischen Sammlung. Der Kaiserpavillon ist etwas erhöht errichtet worden, nicht, dass der Kaiser besser die Tiere sehen kann, sondern weil die Tiere eben zu dem Kaiser emporblicken mussten. Jetzt haben wir hier eine Felslandschaft geschaffen, wo der Löwe im Prinzip, wenn er oben auf den Felsen liegt, den Kaiserpavillon sehen kann. Das heißt also herunterblickt auf uns Menschen und genau das wollen wir eben auch herüberbringen, dass die Natur uns eigentlich überlegen ist und damit werden wir auch den Anforderungen von Raubtieren eben gerecht, die gerne auch in der Wildbahn eigentlich ihre Reviere überblicken. Gleichzeitig schaffen wir auch mit dieser Felslandschaft, dass man das Gehege nicht komplett übersehen kann und dadurch machen wir die Anlage auch für den Betrachter erheblich interessanter und spannender.
Das Spannende an der Tiergartenbiologie und insbesondere eben an der Gestaltung von Gehegen ist, dass sie sich in einem ständigen Fluss befinden. Wir versuchen als zoologische Gärten natürlich immer den Erkenntnissen aus der Forschung, aus der Verhaltensforschung und den Ansprüchen der Tiere immer mehr gerecht zu werden. Zwar natürlichen Lebensräumen, aber eben nicht in ihrem natürlichen Lebensraum. Und das kann man eben gerade sehr gut hier im ältesten Tiergarten der Welt, im Tiergarten Schönbrunn, der nun in diesem Jahr 270 Jahre alt geworden ist, beobachten, dass sich eben ein zoologischer Garten immer im Fluss befindet. Und selbst eben, ich bin jetzt seit 20 Jahren, über 20 Jahren in zoologischen Gärten tätig und nehme mir zwar vor, dass die Sachen, die unter mir oder mit mir entwickelt werden, dass ich die nicht selber wieder einbrechen muss, aber letzten Endes sieht man eben, dass der Anspruch sich eben verändert fürs Tier und man, wenn man einmal rum ist, dann wieder von vorne anfangen kann. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.